Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich dir, wie du eine Eule häkeln kannst. Entweder für Halloween oder auch nicht. Du kannst den Hexenhut weglassen und dann ist es eben keine Halloween-Eule. Und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und vielleicht lässt du ja auch ein Abo da. Und für die Eule brauchst du mindestens 6 Farben. Du kannst aber auch weniger oder mehr verwenden, je nachdem, was dir besser gefällt. Und ich zeige dir das Ganze hier in einer als weiße Eule, also nicht wundern. Ich mache das, damit du alles erkennen kannst. Und dann brauchst du auch noch eine Häkelnadel 2,5, Sicherheitsaugen 10 Millimeter, eine Schere und natürlich auch Füllwatte. Und dann kann es jetzt auch losgehen. Wir beginnen anders als sonst mit den Augen, und zwar mit dem linken Auge. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring, und solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, probier es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Dann verdoppelst du jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen. Eine feste Masche, 2 feste Maschen. Am Ende dieser Runde machen wir auch einen Farbwechsel. Das heißt, die letzte Masche häkelst du nicht bis zum Schluss, aber ich zeige dir natürlich, wie das Ganze funktioniert. Wenn du bei der letzten Masche angekommen bist, ist das ja eine Masche, die wir verdoppeln. Und du häkelst also die erste feste Masche rein. Dann stichst du nochmal ein, holst dir den Faden und dann lässt du die 2 Schlaufen auf der Nadel, nimmst dir die neue Farbe und ziehst sie dann durch, als wäre es der Faden von davor. In dieser Runde häkelst du jetzt in die ersten 5 Maschen jeweils eine feste Masche. In die nächste Masche häkelst du dann eine feste Masche, 2 Luftmaschen und häkelst eine Kettmasche in die feste Masche darunter, unter den 2 Luftmaschen, also einstechen und die Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. In die nächste Masche häkelst du eine feste Masche, wieder 2 Luftmaschen und in dieselbe Masche einstechen, beziehungsweise in die feste Masche einstechen und eine Kettmasche. In die restlichen Maschen häkelst du jeweils eine feste Masche. Wenn du das hast, häkelst du in die erste Masche der Vorrunde nochmal eine Kettmasche. Dann kannst du den Faden abschneiden, lass ein längeres Stück hängen zum Annähen und zieh den Faden komplett durch. Das Ganze wiederholst du fürs rechte Auge jetzt noch einmal, also Runde 1 bis 3 bleibt gleich und in der vierten Runde häkelst du 11 feste Maschen, dann die 2 Maschen mit den Luftmaschen und dann 5 feste Maschen. Also einfach seitenverkehrt nochmal genau dasselbe. Und dann stechen wir schon mal das Sicherheitsauge rein und ich mache das direkt
unter dem ersten Kreis ein bisschen zur Seite und steck dann da das Auge rein. Und das ist dann das Auge. Und du legst es jetzt erst mal beiseite, mach noch nicht die Sicherheitsscheibe ran. Das kommt erst später, wenn wir es an den Körper ranmachen. Dann beginnen wir mit dem Körper und dafür fängst du wieder mit einem Fadenring an und in diesen Fadenring häkelst du wieder 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring wieder fest zusammen, nimmst dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Rundenanfang ist und verdoppelst jetzt jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du wieder jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen. Eine feste Masche, 2 feste Maschen. Nun wird jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Dann häkelst du in die nächsten 2 Maschen wieder jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt verdoppelst du jede vierte Masche, das heißt natürlich in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann verdoppelst du jede fünfte Masche. Das heißt, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche und in die fünfte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt wird jede sechste Masche verdoppelt. Das heißt, du häkelst in die ersten 5 Maschen wieder jeweils eine feste Masche und in die sechste wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt wird noch jede siebte Masche verdoppelt. Das heißt, du häkelst in die ersten 6 Maschen jeweils eine feste Masche und in die siebte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann häkelst du 9 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 9 normale Runden. Wenn du das hast, häkelst du in die ersten 14 Maschen jeweils eine feste Masche und dann häkeln wir in das hintere Maschenglied. Also du hast hier das vordere und das hintere Maschenglied und in das häkeln wir jetzt rein und zwar in die nächsten 20 Maschen jeweils eine feste Masche, aber nur in das hintere Maschenglied einstechen. Da werden wir dann später das Gefieder reinhäkeln.
Wenn du die 20 Maschen gehäkelt hast ins hintere Maschenglied, dann häkelst du in die restlichen 14 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst aber wieder durch beide Maschenglieder durch. Dann häkelst du eine Runde lang in jede Masche eine feste Masche, also eine ganz normale Runde. Dann häkelst du in die nächsten 15 Maschen wieder jeweils eine feste Masche. Und wenn du das hast, dann häkelst du wieder in die nächsten 18 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst aber wieder nur in das hintere Maschenglied ein. Und wenn du das hast, dann häkelst du wieder in die restlichen 15 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst aber wieder durch beide Maschenglieder durch. In dieser Runde häkelst du dann wieder in jede Masche eine feste Masche und wieder durch beide Maschenglieder durch, also eine ganz normale Runde. Jetzt häkelst du wieder in die ersten 16 Maschen jeweils eine feste Masche. Und in die nächsten 16 Maschen wieder jeweils eine feste Masche, aber wieder nur in das hintere Maschenglied einstechen. Wenn du das hast, dann häkelst du in die nächsten 16 Maschen wieder jeweils eine feste Masche und stichst dabei durch beide Maschenglieder durch. So, und jetzt kannst du nämlich auch die Augen anbringen, aber vorher müssen wir die Fäden vernähen. Also alle bis auf den ganz langen. Und dafür nimmst du dir eine Nadel und dann stichst du hinten so ein bisschen durch die Maschen durch, nicht komplett, und ziehst den Faden durch. Und dann kannst du den Faden abschneiden und dann nimmst du dir den nächsten Faden und stichst den wieder so halb durch die Maschen durch, ziehst den Faden dann durch und kannst ihn einfach abschneiden. So machst du das mit allen Fäden. Dann zeige ich dir, wo du die Augen hinsteckst. Und zwar zählen wir uns das vordere Maschenglied ab, was da übrig geblieben ist, als wir nur in das hintere Maschenglied eingestochen haben. Hier, diese Reihen hier. Und ich zähle 6 Maschen ab, gehe 4 Reihen nach oben und da steche ich dann das Auge ein. Also ich mache immer vorher diese Löcher mit der Schere, damit es einfach leichter ist, da reinzudrücken. Und auf der anderen Seite machst du genau dasselbe. Und dann ist es ganz einfach zu sehen, wo man die Augen hinmachen kann. Und jetzt kannst du auch die Platten dran machen. Und wenn du wolltest, könntest du es auch jetzt schon annähen, aber ich mache das immer etwas später. Und jetzt häkelst du noch einmal 4 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 4 ganz normale Runden. Jetzt beginnen die Abnahmen und da wir zuletzt jede siebte Masche verdoppelt haben, nehmen wir jetzt jede siebte und achte Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 6 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst in die siebte vorderes Maschenglied ein, in die achte vorderes Maschenglied
Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. So funktionieren die Abnahmen. Ich zeige es dir noch einmal. In die nächsten 6 Maschen häkelst du jeweils eine feste Masche. Stichst in die 7. vorderes Maschenglied ein, in die 8. vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt nimmst du jede 6. und 7. Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 5 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die 6. vorderes Maschenglied ein, in die 7. vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Ich zeige es jetzt noch einmal. In die nächsten 5 Maschen häkelst du jeweils eine feste Masche. Stichst in die 6. vorderes Maschenglied ein, in die 7. vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Jetzt wird jede 5. und 6. Masche zusammen abgenommen. Du häkelst also in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die 5. vorderes Maschenglied ein, in die 6. vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt kannst du schon mal anfangen, das Ganze auszustopfen und dann machst du das einfach nach und nach, so wie es für dich am einfachsten ist. Ein kleiner Tipp von mir, das Gefieder dran zu häkeln, bevor man das Ganze ausgestopft hat, ist deutlich einfacher, als es im Nachhinein zu machen. Das habe ich hier im Video jetzt so nicht gemacht. Nur als kleiner Tipp von mir. Das Gefieder zwischendurch dran zu machen, ist einfacher. Jetzt nehmen wir jede 4. und 5. Masche zusammen ab. Und das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die 4. vorderes Maschenglied ein, in die 5. vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann nimmst du jede 3. und 4. Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und stichst in die 3. vorderes Maschenglied ein, in die 4. vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann nimmst du jede 2. und 3. Masche zusammen ab. Das heißt natürlich, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche, stichst in die 2. vorderes Maschenglied ein, in die 3. vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann nimmst du jede erste und zweite Masche zusammen ab. Das heißt natürlich, du stichst in die erste vorderes Maschenglied ein, in die zweite vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Wenn du am Ende angekommen bist, dann schneidest du den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Jetzt nehmen wir noch das kleine Loch zu und dafür stichst du unter oder zwischen den Maschen durch, nach innen, gehst einmal drum herum in die nächste Masche, nach innen, Faden einmal drum herum und das machst du jetzt, bis du durch alle Maschen einmal durchgestochen hast. Und wenn du das hast, dann kannst du den Faden festziehen. Und dann stichst du den Faden nochmal durch die Mitte, kommst irgendwo raus und kannst den Faden einfach abschneiden. Und fertig ist der Körper. Und jetzt nähen wir die Augen an. Sei dir sicher, dass du das so hingelegt hast, wie du es haben möchtest. Und wir stechen jetzt beim Annähen auch nur in das hintere Maschenglied ein. Und wir stechen in das Auge, gleichzeitig in den Körper ein und ziehen den Faden fest. Dann gehen wir in die nächste Masche, hinteres Maschenglied,
durch den Körper und ziehen den Faden fest. Nächste Masche, durch das hintere Maschenglied, in den Körper, Faden festziehen. Und wenn du dann drumherum bist, dann kannst du den Faden wieder irgendwo durchstechen und einfach abschneiden. Das Ganze wiederholst du für das zweite Auge natürlich auch. Jetzt häkeln wir das Gefieder und wir häkeln die in das vordere Maschenglied ein, was da übrig geblieben ist. Du siehst ja diese Reihen oder Striche, wie auch immer. Wir arbeiten mit Stäbchen und Kettmaschen und du holst dir jetzt den Faden, ziehst ihn da durch, machst 3 Luftmaschen, das ist unser Ersatzstäbchen. Dann machst du einen Umschlag, stichst wieder ein, holst dir den Faden, ziehst ihn durch die ersten 2 Schlaufen, Faden holen, die letzten 2 Schlaufen. Dann machst du 2 Luftmaschen, machst einen Umschlag, stichst wieder in dieselbe Masche ein, holst den Faden, ziehst ihn durch die ersten 2 Schlaufen und die letzten 2 Schlaufen. Dann wieder Umschlag, einstechen, Faden holen durch die ersten 2, Faden holen durch die letzten 2. In die nächsten 2 Maschen häkelst du jeweils eine Kettmasche, also einstechen, Faden holen und die Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. Dann in die nächste Masche einstechen, Faden holen, durch die Schlaufe ziehen. In die nächste Masche häkelst du dann wieder 2 Stäbchen, also Umschlag, einstechen, Faden holen durch die ersten 2 Schlaufen, Faden holen durch die letzten 2 Schlaufen. Dann noch ein Stäbchen, wieder 2 Luftmaschen und dann wieder 2 Stäbchen. Also Umschlag, einstechen, Faden holen durch die ersten 2 Schlaufen, Faden holen die letzten 2 Schlaufen. Und das wiederholst du jetzt bis zum Schluss. Also immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dann in die nächsten 2 Maschen jeweils eine Kettmasche. Am Ende angekommen, machst du nochmal eine Kettmasche und kannst dann den Faden komplett durchziehen. Und das Ganze machst du jetzt darunter noch einmal und dann noch einmal. Und du kannst es auch für dich anpassen. Also du kannst zum Beispiel mehr Federn häkeln, indem du zum Beispiel nur eine Kettmasche dazwischen häkelst oder gar keine Kettmasche dazwischen häkelst, aber es könnte sehr, 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 sehr puffy werden. Aber du kannst es halt für dich anpassen. Und du kannst auch unterschiedliche Farben dafür verwenden, wenn du möchtest. Ich habe jetzt nur eine genommen und ja, du machst es einfach, wie es dir gefällt. Und wenn du das hast, dann sollte das ungefähr so aussehen. Aber jetzt müssen wir noch die Fäden vernähen und ich steche die tatsächlich immer nur irgendwo ein und komme irgendwo raus und schneide dann den Faden ab. Ähm, Das hält eigentlich immer ganz gut, muss mir da keine Gedanken machen. Aber du kannst auch, wenn du möchtest, einen kleinen Knoten machen, sollte aber direkt an den Federn dran sein, damit man das nicht sehen kann. Und dann erst den Faden irgendwo durchstechen und abschneiden. Jetzt häkeln wir dieses kleine Dreieck auf dem Kopf und dafür beginnst du mit einer normalen Schlaufe und häkelst jetzt 3 Luftmaschen. Dann stichst du in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein und häkelst in die nächsten 2 Maschen jeweils eine feste Masche. Dann machst du eine Luftmasche, wendest das Stück, dann häkelst du 2 feste Maschen in die erste Masche und dann eine feste Masche in die nächste Masche. Eine Luftmasche, das Stück wenden, wieder die erste Masche verdoppeln und in die nächsten 2 Maschen jeweils eine feste Masche. Eine Luftmasche, das Stück wenden und die erste Masche wieder verdoppeln. In die nächsten 3 Maschen häkelst du dann wieder jeweils eine feste Masche. Und das wiederholst du jetzt, bis du insgesamt 12 feste Maschen hast. Also immer eine Luftmasche, wenden, erste Masche verdoppeln. Wenn du dann 12 feste Maschen hast, dann häkelst du nochmal in jede Masche eine feste Masche.
Und bei der letzten Masche angekommen, holst du dir nochmal den Faden, machst eine Luftmasche, dann schneidest du ein langes Stück Faden ab und ziehst es komplett durch. Dann machen wir den Schnabel und der funktioniert eigentlich genauso wie alle anderen Sachen auch. Du häkelst einen Fadenring und in diesen Fadenring häkelst du 4 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen und dann verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Und das wiederholst du dann noch einmal. Dann hast du 6 feste Maschen. Und dann häkelst du in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche. Und wenn du das hast, dann häkelst du in die nächsten 2 Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. Also Umschlag, einstechen, Faden holen, durch alle 3 Schlaufen ziehen. In die nächste, Umschlag, einstechen, Faden holen, durch alle 3 Schlaufen ziehen. In die letzten 2 Maschen häkelst du jeweils eine feste Masche. Dann kannst du den Faden abschneiden, lass ein längeres Stück dran zum Annähen und den Faden einfach komplett durchziehen. Da du jetzt weißt, wie alles funktioniert, schreibe ich dir hier an die Seite, wie du die restlichen Sachen häkelst. Hier haben wir die längeren Härchen, die an den Kopf kommen, die kürzeren, der Hut. Wie ich den Knick gemacht habe, ich habe ihn nicht komplett ausgestopft, den Hut. Das heißt, das hier ist frei, hier ist ein bisschen ausgestopft und dann habe ich das nur ein bisschen gebogen. Wenn du einen stärkeren Knick haben möchtest, dann nimmst du dir einen Faden und nähst das leicht an. Dann der Ring für den Hut, den du dann einfach drüber ziehen kannst. Und jetzt zeige ich dir noch die Füßchen. Und dafür beginnst du wieder mit einer normalen Schlaufe, häkelst 3 Luftmaschen, stichst in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein und häkelst in die nächsten Maschen jeweils eine feste Masche. Dann häkelst du 4 Luftmaschen, stichst wieder in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein und häkelst in den nächsten 3 Luftmaschen jeweils eine feste Masche. Dann machst du eine Kettmasche in die Mitte, also einstechen, Faden holen, Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. Dann häkelst du nochmal 4 Luftmaschen, stichst in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein und häkelst in die nächsten 3 Maschen jeweils eine feste Masche. Dann machst du wieder eine Kettmasche in die Mitte, also einstechen, Faden holen, Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. Fertig ist das Füßchen und dann kannst du den Faden wieder abschneiden und komplett durchziehen. Dann die Flügelchen, die werden nicht ausgestopft. Und dann können wir die Sachen annähen. Und du steckst sie dir vorher da fest, wo du sie haben möchtest. Dieses Dreieck kommt zwischen die Augen, nicht komplett runter, aber so leicht zwischen die Augen. Und dann nimmst du dir wieder eine Nadel und du stichst jetzt in dieses Dreieck ein durch den Körper, ziehst den Faden fest.
Dann stichst du in die nächste Masche ein, durch den Körper und ziehst den Faden fest. Dann wieder durch das Dreieck, den Körper, Faden festziehen. Und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. Und wenn du dann drumherum bist, dann kannst du den Faden wieder irgendwo durchstechen und einfach abschneiden. Dasselbe machst du auch mit dem kleinen Faden, der vorne ist. Und da alles immer auf dieselbe Weise angenäht wird, zeige ich dir jetzt nur, wo alles hinkommt. Der Schnabel kommt direkt unter das Dreieck zwischen die Augen. Dann die Härchen, die langen kommen nach hinten ans Ende des Dreiecks und die kürzeren kommen direkt daneben. Die Flügel kommen dahin, wo dein Gefieder endet, direkt daneben. Und die Füße natürlich so, dass du sie von oben noch sehen kannst. Und wenn du dann alles zusammengenäht hast, dann hast du deine Eulen. Und wenn du möchtest, wie gesagt, kannst du auch den Hexenhut dazu häkeln, dann hast du eine Halloween-Eule. Und du kannst den Hut theoretisch gesehen annähen, du kannst ihn aber auch einfach draufsetzen, der bleibt eigentlich liegen. Also wenn du die Eulen irgendwo hinstellst und den Hut dann da drauf packst, dann bleibt das auch so. Also da musst du dir keine Gedanken machen, das hält. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und vielleicht lässt du ja auch ein Abo da. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.